human birth that we can strive for liberation. Denn durch unsere menschliche Geburt erreichen wir die Befreiung. It's in the human birth we can override instincts and use our intelligence. Und durch unsere menschliche Geburt können wir unsere Intelligenz benutzen. It is in the human birth that the Divine Mother functions as intelligence. Und die göttliche Mutter funktioniert darin als eine göttliche Weisheit. And to be able to come to a place where you're longing for that divine intelligence to awaken in you. Und dass ihr zu einem Ort kommt, wo diese Göttlichkeit in euch erweckt wird, Is even more incredible. ist sogar noch unglaublicher. Yeah, first you have a human birth. The second one is you're having something inside you telling that there's something missing, there's something I want to know. Erstmals habt ihr eine Geburt als einen Menschen und dann habt ihr diese Sehnsucht in euch, dass You're es noch etwas anderes gibt. You're seeking for that fulfillment. Ihr sucht nach dieser Vollendung, Erfüllung. And when you recognize that and you can find a place where this is being taught, and that there's no blessing greater than that. Wenn ihr das erstmal erkannt habt und ihr einen Ort findet, wo das wirklich zur Erfüllung kommen kann, dann ist das unglaublich. Yeah, so I would like you to appreciate and really acknowledge that great blessing that you have acquired through so many lifetimes. Ich möchte wirklich, dass ihr diesen Segen anerkennt, den ihr gewonnen habt durch so viele verschiedene Lebenszeiten. Yeah, on one hand we can say you've worked for it. Und einerseits können wir sagen, ihr habt dafür gearbeitet. On the other hand we can call it divine grace. Andererseits ist es aber göttliche Gnade. Whichever one it is, it's fine. Was auch immer das ist, es ist schön. It depends upon your temperament. Es hängt von eurem Temperament ab. It is also a very special thing we have here, where we can combine Ayurveda, yoga, meditation as a comprehensive discipline towards realizing the self. Hier ist auch ein ganz besonderer Ort, an dem wir Meditation, Yoga und Ayurveda vereinen können. Yeah. So, by getting ourselves into a healthy state, we're able to practice sadhana. Und indem wir hier gesund werden, können wir auch Sadhana praktizieren. And we can get to that very amazing state of knowing ourselves. Und wir können zu diesem unglaublichen Zustand We've just gelangen, been wo told wir uns unless- selbst erkennen. We've just been hearing that unless we have a fit body, we cannot be able to sit undisturbed to give attention to the mind and to free the mind. Wir haben eben gerade gehört, dass außer wenn wir wirklich uns einer guten Gesundheit erfreuen, dass wir nicht still sitzen können und unseren Verstand kontrollieren. And now one of the easiest sadhana is satsang. Und eines der leichtesten Sadhanas ist Satsang. Yeah, it's so glorious. We're just sitting together, discussing, chanting, feeling happy, raising our vibrations. Es ist so wunderbar. Wir sitzen ganz einfach zusammen, wir singen, wir unterhalten uns, wir erhöhen unsere Vibration. Yes, it is very easy, but it's one of the most fundamental of disciplines. Es hört sich sehr leicht an, aber es ist eines der grundlegenden Disziplinen. Yeah, when we get together and we can chant and talk about God and talk about the purpose of our life. Wenn wir zusammenkommen und über den Sinn unseres Lebens uns unterhalten und Gott, Yeah, we're beginning to know ourselves, to start to fulfill that great destiny. dann fangen wir an, uns selbst kennenzulernen, unser Schicksal zu erfüllen. Sometimes we can dismiss satsang as something very simple, Manchmal können wir Satsang ganz einfach als etwas sehr Einfaches ansehen, but it's not. aber es ist es nicht. And to illustrate this, I'll tell you a little story. Und um das zu beschreiben, zu umschreiben, werde ich euch eine kleine Geschichte When I erzählen. was asked to speak this tonight, they said, tell some stories. Als ich heute darum gebeten wurde, heute eine Geschichte zu erzählen, habe ich gesagt, ja. Yeah. This is a story about everyone sitting in a satsang hall, like we are now. Das ist eine Geschichte um Leute, die bei Satsang zusammensitzen. And for some reason, there was a monkey there. Und aus irgendeinem Grund gab es dort einen Affen. Yeah. Now, even for a monkey to be in a satsang hall is a really great blessing for that monkey. Und es ist sogar ein Segen für einen Affen, sich in einer Satsanghalle zu befinden. Yeah, and then the Narada Muni, a great saint, walked in. Und dann kam der große Weise herein. And then, as soon as the monkey's eyes caught his eyes, the monkey fell dead. Oh! Und als der Affe den Weisen oder den Heiligen ansah, fiel er tot um. Of course, this doesn't feel nice to us, no? No, it doesn't. Fühlt sich nicht so gut an für uns. Yeah.
But then this Narad Muni's presence there was not by accident. Aber der Heilige war nicht zufällig dort. Yeah? Narada was wondering, what is this all about satsang? How can this be so important? Narada fragte sich, was hängt alles mit diesem Satsang zusammen? Was ist so wichtig? Of course, Narada was always in the presence of Lord Vishnu, so he had no worry about satsang. His satsang was so complete. Narada war immer in der Gegenwart von Vishnu, weil sein Satsang immer so vollständig war. Yeah? So Lord Vishnu told him to go, and that there's a little bird being born. Lord Vishnu erzählte ihm, es gab einen kleinen Vogel, der dort geboren wurde. And he said, simply asked, what is the meaning of life? Und er sagte, frag einfach, was ist die Bedeutung des Lebens? Yeah? And as soon as Narada asked this of the bird died. Und sobald Narada dem Vogel diese Frage stellte, starb der Vogel. And this was really perplexing. He wondered, what's the matter with me? Ja, und es war wirklich sehr verwirrend und er fragte sich, was ist los mit mir? So when he came to the monkey and the monkey died, he was really devastated. He felt as if he was being cursed. Und als er nun zu dem Affen kam und der Affe auch tot umfiel, hatte er das Gefühl, dass er verflucht war. So he went back to Lord Vishnu and said, what is the matter? I don't understand. Nobody can tell me what is the significance of satsang. They die before they can answer. Und dann ging er wieder zu Lord Vishnu und sagte, sag mir jetzt mal, was ist die Bedeutung von Satsang? Jeden, den ich frage, sobald ich die Frage stelle, fällt er tot um. So Lord Vishnu told him, yeah, go, I have another, you go, there's a calf being born. Go there and ask the calf. Und dann sagte Lord Vishnu, ein kleines Kalb wurde geboren, geh dorthin und frag das Kalb. And Narada thought, oh, I can't do this. But of course he can't argue with Lord Vishnu. Ja, und Narada dachte, oh, das kann ich aber jetzt nicht auch noch auf mich nehmen, aber er konnte natürlich nicht mit Vishnu diskutieren. Yeah, so he went very reluctantly, almost shaking, Und er ging sehr widerwillig dorthin, er zitterte fast. and again, when he presented the question, the calf died. Und wieder, als er die Frage stellte, starb das Kalb. Wow, how terrible. See how we're reacting? We're all so sympathetic towards this idea of death and so afraid of it. Ja, und da seht ihr mal, wie wir reagieren. Wir werden alle erschreckt vor dem Tod und wir verstehen also die Bedeutung davon nicht. But listen to this part. Aber jetzt hört euch diesen Teil an. Yeah? When he went back to Lord Vishnu and told him, feeling that absolutely I'll never do this again. Und er ging wieder zu Lord Vishnu und sagte, ich tue das also wirklich nicht noch einmal. Yeah? The Lord said, now there's a prince being born in the palace. Go, ask the prince this question. Sagte Lord Vishnu, es wurde ein Prinz geboren im Palast. Geh hin und stell die Frage dem Prinzen. So can you imagine the state of Narada now? Könnt ihr euch vorstellen, in welchem Zustand sich Narada befand? He was petrified, didn't know how to do this. Er war total gelähmt und wusste nicht, was er anstellen But sollte. he could not disobey Lord Vishnu. Er konnte natürlich nicht ungehorsam sein. So he went to the palace. Er ging zum Palast. Yeah, and being a sage, he was allowed privacy with his baby. Und da er ein Weiser war, wurde er auch zugelassen. Yeah, and the moment he asked the baby, what is the glory of satsang? What is the importance of satsang? Und in dem Augenblick, als er das Baby fragte, was ist so wichtig an Satsang? So what? Would you expect the baby to die? Ja, was geschah dann? Glaubt ihr, dass das Baby auch gestorben ist? No, the baby started speaking. It was just born. Das Baby war gerade geboren, aber es begann zu sprechen. And it said to Narada, don't you realize, Narada, that I was that bird that died just by seeing you? Und es sprach zu Narad, weißt du denn nicht, dass ich der Vogel war, der gestorben ist, nur weil er dich gesehen hat? Just by seeing the holy presence of Narada, that bird was able to transmigrate, to move into a higher form. Und nur durch die bloße Gegenwart von Narad war der Vogel in der Lage, in eine höhere Form überzugehen. I was also that monkey Und das Gleiche geschah mit dem Affen. that you liberated by your gracious presence. Er wurde durch diese glorreiche Gegenwart befreit. Yeah, I was also that calf. Und ebenso das Kalb. Yeah? And now I'm this prince. Und nun bin ich dieser Prinz. And in this state of being a prince, I can really perform sadhana now and get to enlightenment. Und jetzt dadurch, dass ich zum Prinzen geworden bin, kann ich wirklich mein Schicksal erfüllen und meine Sadhana machen und Befreiung erreichen. So such is the glory of satsang. Und das ist das Glore. To be in the presence of an enlightened being is receiving millions of lifetimes benefit.
In der Gegenwart einer erleuchtenden Persönlichkeit zu sein, bedeutet, dass wir Millionen von Leben überspringen und die Wirklichkeit And you erreichen might be können. saying, well, where do I find these enlightened beings? Ich sage, aber wo finde ich diese erleuchteten Wesen? Well, here we have Swami Shivananda. Ja, wir haben Swami Shivananda. We're always in the presence of great masters. Wir sind immer in der Gegenwart von großen Meistern. The pictures we see hanging of Lord Shiva, of Saraswati, of Swami Shivananda, and the Murti of Radha and Krishna, we need to see them as alive. Ja, wir müssen diese Bilder, die wir hier vor uns haben, Saraswati und Shiva, Parvati und Krishna und They're not Radha, just als lebendig pictures. ansehen. They're alive. Sie sind nicht nur Bilder, sondern sie sind lebendig. And when we can relate to it like that, it has a tremendous effect. Und wenn wir solch eine Beziehung zu diesen Bildern aufbauen können, hat das eine ganz tolle Wirkung auf uns. We need to bring the devotion, not just the concentration. Wir müssen auch unsere Hingabe dorthin bringen, nicht nur unsere Aufmerksamkeit. When we can bring devotion into our practice, then the practice really skyrockets. Und wenn wir unsere Hingabe in unsere Übungen hineinbringen, dann kann uns das zum Himmel You hin can be auffahren. practicing asana and pranayama for ages and ages. Without any devotion, it's useless. Aber wenn wir Asanas und Yoga für Jahre und Jahre praktizieren ohne Hingabe, ist es sinnlos. Satsang gives us the possibility to cultivate devotion. Und Satsang gibt uns die Möglichkeit, Hingabe zu üben. And if perchance you're not able to be in the satsang hall with lots of other people, Und wenn du nicht die Gelegenheit hast, in einer Satsanghalle zu sein mit you vielen can anderen still Menschen, cultivate satsang by reading the books of masters. dann kannst du immer noch Satsang praktizieren, indem du die Bücher der Meister liest. You can cultivate satsang by creating a harmonious feeling with nature, Du kannst Satsang kreieren, indem du Harmonie zusammen mit der Natur erschaffst. creating a good association even with yourself and your relations. Eine gute Verbindung mit dir selbst schaffst und mit deinen anderen Mitmenschen. All of this is satsang. Having respect for yourself, having respect for those around you, having respect for the creation. All dieses Satsang, Respekt mit dir selbst zu haben, mit allem, was dich umgibt, mit der gesamten Schöpfung. This is a very high practice of satsang, Und das ist eine sehr hohe Übung von which Satsang. means that you are living that satsang all the time. Das bedeutet, dass du Satsang die ganze Zeit überlebst. It's not only when you sit for meditation or only when you sit here for chanting, Nicht nur, wenn du meditierst oder hier zum Chanten sitzt, but you have an inner satsang going on all the time. aber du hast ein inneres Satsang mit Gott die ganze Zeit über. This is what we need to cultivate. Und das müssen wir pflegen. This satsang becomes very beautiful, becomes alive. Dann wird Satsang wunderschön und lebendig. And with this kind of satsang, that inner satsang, our health is taken care of Und mit dieser Art von Satsang, dem inneren Satsang, because we're living wird a auch life. unsere Gesundheit berücksichtigt. Our stresses are falling away. Der ganze Stress fällt von uns ab. What is it that causes us to become ill? Was sind die Gründe dafür, dass wir krank werden? So much of the stresses and strains of life. Wir haben so viel Stress und so viel Anspannung in If unserem you Leben. start cultivating nearness to God, Wenn ihr die Nähe zu Gott etabliert, in etwas Neuem, surrendering to the divine will, und euch dem göttlichen Willen hingebt, all these stresses fall away. all dieser Stress wird von euch abfallen. So it's really a very beautiful thing that we have here, to be sitting in satsang together Es ist wirklich etwas Wunderschönes, was wir hier teilen, in Satsang and zusammenzusitzen recognizing the valuable gifts life has given to us. und die wertvollen Geschenke anzunehmen, welches das Leben uns bietet. So I hope you feel incredibly special. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle sehr speziell. Yeah, you now have a human birth. You're in the satsang hall in the presence of many masters. Ihr seid als Menschen geboren, ihr sitzt hier in der Satsanghalle, in der Gegenwart der Meister And you have within you that desire for learning. und ihr tragt in euch diesen Wunsch noch zu lernen. And having this with you, you can really take satsang out into the world. Und indem ihr euch dessen bewusst seid, könnt ihr Satsang wirklich hinaus in die Welt tragen. And this is taking yoga into the world. Und das bedeutet, Yoga in die Welt You cannot take hinauszutragen. yoga without a proper attitude. Ihr könnt nicht Yoga ausüben ohne die vernünftige Haltung. Yeah, without the proper attitude, yoga becomes just exercise. Ohne die geeignete Haltung wird Yoga einfach zur Übung. But you all have experienced that yoga is not just exercise. Aber ihr alle habt schon erfahren, dass Yoga nicht nur Übungen Through sind. the practice of yoga, you can touch your inner self. Durch die Ausübung von Yoga könnt ihr euer inneres Selbst berühren. And touching your inner self is bringing about a union. Und euer inneres Selbst zu berühren, bedeutet eine innere Einheit zu Through gewinnen. satsang, in association with others of like mind,
Und in Satsang übt ihr die Gemeinsamkeit mit anderen Gleichgesinnten aus. We're continuing to spread that unification that's taking place within ourselves. Und dann verbreiten wir diese Einheit, die in uns selbst stattfindet. And yoga becomes a great movement, a great wave of humanity moving towards itself. Dann wird Yoga zu einer großen Bewegung, einer großen Welle durch die ganze Menschheit hindurch. So congratulations again Noch einmal herzlichen for Glückwunsch. taking yourself on the path of yoga, for becoming yoga teachers, Indem ihr euch selbst auf den Pfad bringt, indem ihr Yogalehrer werdet. and recognizing how beautiful and wonderful this path is. Und ihr werdet erkennen, wie wundervoll dieser Pfad ist. With satsang, it is not tapas. Mit Satsang ist es nicht Yeah, Tapas. it's not severe austerity or really punishing yourself. Es ist nicht etwas, womit ihr euch bestraft und was sehr große Strenge nachweist. It's a joyful awakening of the spirit within you. Es ist ein fröhliches Erwachen des Geistes in euch. So I wish you all the very best Ich wünsche euch alles on the Gute. path of yoga, and you wonderful teachers going out there. May the blessings of Swami Shivananda be with you, Mögen alle Segnungen von Swami Shivananda mit euch sein, yeah, to give you the courage of your own discipline and to share it with others. euch den Mut zu geben, eure eigene Disziplin auszuüben und sie mit anderen zu teilen. Om Shanti. You said 10 minutes. Is that right? You would have some time if you want. I was told 10 minutes, but I went over 10 minutes, but now I'm told I have some more time. So if you have a question, I'd be happy to answer. Ja, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Wenn irgendjemand Fragen hat, bin ich sehr froh, sie zu beantworten. Probably there was a master here before sometimes, the Swami Amrita Suryananda, and he taught that by the practice of yoga, we even can change our genome, our genetic information. It's scientifically proved, and I would hear more about this if you can tell something. Ja, es war ein Swami hier, der behauptet hat, dass man durch Yoga sogar seine Gene mutieren kann, also die genetische Information darin. Yes, this is true. Das I ist don't know wahr. about the research on it, but Ich weiß nichts über die Forschung damit, aber we know how much we can change our deeply engraved patterns. wir wissen, wie weit wir beeinflussen können unsere tief eingegrabenen Muster. Long before we heard of these words about genetics, Lange we bevor knew wir, about samskaras. lange bevor wir etwas über Gentechnik wussten, wussten wir etwas über Samskaras. And samskaras sometimes can rule our life. Und Samskara kann unser Leben beherrschen. But when we come into contact with yoga and start to understand what it means, Aber wenn wir in Kontakt mit Yoga kommen und lernen, was es bedeutet, we have the possibility of involving ourselves in certain disciplines that can change that. dann haben wir die Möglichkeit, uns mit verschiedenen Disziplinen zu beschäftigen, welche diesen Zustand abändern können. Yeah? In the beginning, we realized that we're not quite satisfied with who we are. Am Anfang denken wir, dass wir nicht sehr zufrieden sind Yeah? damit, And you wer wir start to sind. investigate to see how, what can you do? Und dann forschen wir nach, wie geht das und was können wir tun. Yeah, we come to yoga and we learn that we have to do something. Und dann kommen wir zum Ja. Yoga und wir lernen, dass wir etwas tun müssen. There we have to somehow start to exercise our will. Wir müssen unseren Willen einüben, Because at this point in our life, our will is enslaving. so wie wir uns jetzt befinden, in dem Zustand versklavt uns unser The will Wille. pushes us along away, as if we're just blown away by it. The wind is blowing by. The tide is taking you away. You have no control. Wir werden uns von unserem Willen dahin getrieben wie von einem Wind und wir haben keinerlei Kontrolle darüber. Through the practice of yoga, whether it be satsang or asana, pranayama, we're getting some idea of how we can control this force within us. Und durch Yoga oder Meditation, Satsang bekommen wir eine Idee, wie wir dessen Herr werden Yeah? können. And changes are starting to take place in our personality. Und dann finden auch ein Wechsel in unserer Persönlichkeit statt. When we have overcome that stage of this enslaving will, Wenn which is wir, our habits and our addictions, wenn wir diesen versklavenden Willen erst einmal überwinden, was bedeutet unsere Angewohnheiten, then we have the slight possibility of exercising what we call the free will. und dann können wir unseren freien Willen ausüben. Yeah? But now, with free will, we can go either way. We can use it to liberate ourselves for our goodness,
or to further enslave ourselves. Aber mit unserem freien Willen können wir sowohl in die Sklaverei gehen, als uns auch befreien. Yeah, we see many powerful people with strong willpower, Wir kennen viele Leute, die einen sehr starken Willen haben and they're not necessarily using it for liberation. und sie benutzen es nicht für die Selbstbefreiung. But by making this decision to use it for liberation, Aber indem wir diese Entscheidung jetzt treffen, dass wir unseren Willen für die Befreiung we einsetzen, start to get more and more in the realm of freedom. kommen wir mehr und mehr in den Bereich der Freiheit. And from this freedom comes that liberation. Und aus dieser Freiheit kommt die This can Befreiung. span many lifetimes. Damit können wir viele verschiedene Leben verbringen. But as you're improving yourself, Aber indem wir uns verbessern, the samskaras within you are changing, verändern sich die Samskaras in dir and you will take birth in a home that is fitting for you. und ihr werdet geboren werden in einem Zuhause, das für euch geeignet ist. Yeah, so right away, a big change is taking place. Also bereits jetzt finden große Abänderungen statt. In the beginning, our birth seemed to be very random. Am Anfang schien unsere Geburt zufällig zu sein, Yeah, because there's not much consciousness, not awareness. weil You're nicht being viel born Bewusstsein anywhere, da here ist. and there. Es ist nicht viel Bewusstsein da, nicht viel. But as you start Bewusstsein. practicing yoga, you start to direct your destiny. Aber indem ihr mit Yoga angefangen habt, beginnt ihr euer Schicksal zu lenken. And that is changing your patterns. Und das verändert eure inneren Muster. You're born more and more in a home of evolved parents. That gives you a big start in a new life. Und ihr seid von Eltern geboren, die euch einen neuen Anfang gegeben And through the haben. practice of yoga, very silently, quietly, smoothly, you are changing yourself. Und indem ihr Yoga ausübt, ganz still und ruhig, verändert ihr euch. We're not only changing simple patterns, we are transforming the ordinary human being into a God being. Wir verändern nicht nur einfache Muster, sondern wir verändern das gewöhnliche Wesen in ein göttliches Yeah, this Wesen. is a very big leap for the imagination. Das ist ein sehr großer Sprung in der Vorstellungskraft. But every single one of us is destined for that. Aber jeder einzelne von uns hat dieses Schicksal. It may take us innumerable lifetimes, Es kann uns unzählige Lebensspannen dauern or it can happen in this lifetime. oder es kann in diesem Leben geschehen. We can say it depends on your will, your practice, or the grace of God. Das ist abhängig von eurem Willen, von eurer Übung oder der Gnade Gottes. Yeah, it depends on enlightenment in every single cell of your being. Das, When you become enlightened, every single atom within you is also becoming enlightened. das ist abhängig von eurer Erleuchtung. Und wenn ihr erleuchtet werdet, dann ist jede einzelne Zelle in eurem Körper Which erleuchtet. means they become clear, full of consciousness. Das bedeutet, die Zellen werden klar, No more voll mit defective Bewusstsein. space in your nature. Und es gibt keinen dunklen Platz mehr in eurer Natur. Defective space in our nature causes a lot of problems. When that defective space is cleared and the vibration of Om is arising, then you are one with God. Diese Dunkelheit in eurem Wesen, in euren Zellen, verursacht die Verblendung. Aber wenn ihr diese überwindet, dann seid ihr eins mit Gott. Yeah, so yes, you can change. Ja, du kannst You dich can change verändern. beyond your imagination. Du kannst dich so verändern, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. But this idea should not fill us with, it should not feed the ego. Ihr solltet damit aber nicht euer Ego füttern, Because this can never happen with the ego. denn dies kann nie mit dem Ego geschehen. The ego needs to be surrendered. It is the ego that needs to be given up before that dramatic change in the personality can take place. Das Ego muss erst aufgegeben werden, damit dieser dramatische Wechsel in eurem Wesen stattfinden kann. However, I'm not saying you give it up all at once because it's not possible. Du kannst es nicht auf einmal loswerden, das ist nicht möglich, But step by step through sadhana, this is possible. aber Schritt für Schritt in der Sadhana ist es möglich. And recognizing what your destiny is, Und indem ihr erkennt, was eure Bestimmung ist, you hold fast to that haltet daran fest. and you work step by step. Und ihr werdet Erfolg haben, Schritt für Schritt. So, if you don't become enlightened in this life, if you don't get your whatever dreams you have in this life, then in the next life, you just simply keep on preparing yourself. Wenn ihr auch jetzt in diesem Leben vielleicht nicht die Erleuchtung erlangt, ihr bereitet euch langsam für die Erleuchtung vor. And you know, why do we want to live long? Warum möchten wir lang leben? It is not just for the sake of long life, Nicht nur aus dem Zweck, lang zu leben, but for the possibility to be able to work through life, burning up samskaras, burning up karmas,
aber für den Zweck, dass wir Samskaras und Karma abbauen, Yeah? So you can reach a far way in this life so dass wir sehr weit in diesem Leben gelangen and können. perhaps avoid being imprisoned in a womb for another 9 months. Und vielleicht vermeiden können, noch einmal 9 Monate in einem Körper eingesperrt zu sein. To the ordinary person, it's so wonderful to be within the womb of the mother, so close to the mother. Ja, einerseits ist es so schön, in der Gebärmutter einer Mutter zu schlummern. Yeah? To the enlightened one, or one in the path to enlightenment, say, oh, to waste 9 months, and not only to waste 9 months, but to be in that dark, closed space. Aber jemand, der auf dem Weg der Erleuchtung ist, der denkt sich, oh, 9 Monate nochmal eingeschlossen zu sein in so einem Bauch und nicht nur das, sondern ein ganzes Leben. And I don't know what my mother and father will be doing, drinking, smoking, what? Und ich weiß nicht, was mein Vater oder meine Mutter tun werden. Sie trinken und rauchen oder sonst was. So let me do my best now. Let me live a nice, good, healthy life as long as it's possible so I can practice my sadhana. So lass mich ein langes Leben haben, dass ich lange Zeit habe, Sadhana zu üben. And I want to emphasize sadhana is beautiful, sadhana is joyful. Und ich möchte hier betonen, Sadhana ist schön und God freudvoll. is love, God is happiness. Gott ist Freude und Gott ist Glück. If you want to become close to God, you must start cultivating happiness within yourself. Und wenn ihr Gott näher kommen wollt, so müsst ihr das Glück in euch selber etablieren. Yeah? This is very essential. If you keep crying all the time, we are not. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr ständig weint, dann kommt ihr Gott auch nicht So näher. cultivate happiness is a very simple thing to do. Kultiviert Glück in euch. Das ist was sehr Einfaches, was ihr tun könnt. Just change the mind. It just takes a thought. Es braucht nur einen kleinen Gedanken, damit ihr euren Verstand verändert. And euren Geist. stay close to inspired people, Und bleibt in der Nähe von inspirierenden Menschen, which brings us back to satsang. was uns wieder zurückbringt zum Satsang. Okay. Is there some time? That's everything perfect. Everything perfect. Everything Everything perfect. perfect. For more time. If you want to take some 5 minutes more, we can close it. Well, if there's a burning question, I'll be very brief. Wenn jemand noch eine brennende Frage auf dem Herzen hat, dann wird sie ganz kurz antworten. Can you tell an inspiring story about love and guidance of the Master? Ah, that story takes longer than a moment. Eine Geschichte über Liebe und Inspiration erzählen. The stories of Radha and Krishna are so beautiful and so inspiring Die Geschichte von Radha und Krishna ist so inspirierend, also because you can live them. du kannst sie leben. Yeah? So just think about Radha and Krishna when you want to feel love. Ja, wenn du Liebe fühlen willst, denk einfach an Radha und Krishna. Or, even more beautiful, is the baby Krishna. Noch schöner ist Baby Krishna. Yeah? Everyone has the experience of looking at a baby and feeling inspired. Jeder kennt das, wenn ihr ein Baby anschaut, fühlt ihr euch inspiriert. Your love stories might be haywire. Ja, unsere Liebesgeschichten mögen zweideutig sein oder. And in that case, when you look at Radha and Krishna, you start feeling, oh, what's the matter with me? Ja, aber wenn ihr Krishna anschaut, dann fragt euch, oh, was ist schon mit mir? But when you look at a baby, it is so beautiful, so inspiring, so full of love and innocence. Ein Baby ist so voll mit Liebe und Unschuld. Yeah? And if you can take that feeling of how you feel about this baby, Und wenn ihr dieses Gefühl euch verinnerlichen könnt, so wie take ihr it das within Baby yourself, anschaut, that feeling will grow into the baby Krishna. dann könnt ihr vielleicht selbst zu Baby Krishna werden. Yeah? And you will spontaneously experience amazing love. Und dann ganz spontan werdet ihr Liebe empfinden. And that love has no tags on it, no attachments, no requirements. Ja, und diese Liebe ist bedingungslos. Sie hat keine Labels an sich und Yeah? It's keine simply Bedingungen. pure and innocent, awakening in you. Sie ist ganz rein und unschuldig. Yeah? It's an awakening within yourself. Und das ist ein Erwachen in euch selbst. Yeah? And your heart starts to vibrate at a completely different level. Und dann wird euer Herz auf einer ganz anderen Ebene vibrieren. And then you get your first understanding of what really is meant by unconditional love. Und dann werdet ihr verstehen, was bedingungslose Liebe bedeutet. Yeah? And when your heart is simply radiating love, it's asking nothing. Dann strömt euer Herz Liebe aus und fragt nach nichts. Yeah? Because within that heart, the baby Krishna is kicking and giggling and Denn in diesem Herzen lächelt der kleine Krishna und tritt und bewegt sich.
You can take all the mischievousness, all the naughtiness. Ihr könnt seine ganzen Ungezogenheiten und seine ganzen Streiche in euch aufnehmen. That is the most beautiful romance. It's called a divine romance. Das ist die göttliche Liebesgeschichte. And that is what we need to cultivate. Cultivate that first, and then we can bring that into our life. Kultiviert das zuerst und dann bringt es in euer Leben And hinein. then your life stories will be beautiful. Und dann wird deine Lebensgeschichte wunderbar werden. But if we try to do it all the way around, then it doesn't work. Aber wenn wir versuchen, es umgekehrt zu machen, Whatever we want in a funktioniert es nicht. situation, we have to bring to it. Wir müssen jede Situation damit konfrontieren. So, being in love is taking on a very beautiful and serious commitment of helping each other Wir müssen also wirklich die Verpflichtungen erkennen, einander zu helfen to be born within that. und da You hineingeboren know, zu that, werden. that beautiful sphere of love Und diese wunderbare Umgebung der Liebe, that belongs to the realm of Radha and Krishna. das gehört zu dem Reich von Radha und Krishna. And we can bring about that birthing within ourselves through meditation on baby Krishna. Und wir können diese Geburt in uns hervorrufen durch die Meditation über Baby Krishna. And that's not quite a story, but Das ist jetzt nicht gerade eine Geschichte, aber eine Art. okay, I think. Thank you very much.